In diesem Video möchte ich euch die eventuelle Angst vor der Nass-in-Nass-Maltechnik nehmen und zeigen, wie man mit wenigen Farben und innerhalb von nur ein paar Minuten solche Ergebnisse erzielen kann. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich hatte mir vor einiger Zeit die Luftfraktion für Summoners gekauft, aber bislang noch keine zündende Idee gehabt, wie ich die Modelle für euch vor der Kamera bemalen könnte. Die runden Formen und Luftwirbel laden natürlich dazu ein, die Airbrush für weiche Farbverläufe auszupacken. Aber ich möchte euch ja stets einfache Techniken ohne allzu teure Werkzeuge zeigen, daher habe ich mich für die Nass-in-Nass-Technik entschieden. Hierfür könnt ihr ganz normale Acrylfarben nutzen. Damit diese dann nicht so schnell wie üblich antrocknen, könnt ihr jeweils noch einen Tropfen Trocknungsverzögerer beimischen. Bei großen Flächen ist das durchaus zu empfehlen, aber bei einem Modell von dieser Größe kommt ihr aber wahrscheinlich auch ohne aus. Zum Bemalen verwende ich 5 Farben aus der Instant Colors Serie von Scale 75. Diese Farben sind dünnflüssig und etwas transparent und funktionieren wie Inks bzw. Contrastfarben. Die Farbtöne sind jedoch etwas gedeckter und weniger poppig als bei den vergleichbaren Farben von Games Workshop, The Army Painter oder Vallejo. Denn ich möchte meine Luftmodelle nämlich etwas düsterer halten. Dieses Luftelementar habe ich daher hellgrau grundiert und dann von oben mit weiß besprüht, um schon mal einen leichten Hell-Dunkel-Verlauf zu haben. Alle 5 Farben kommen dann auf eine Palette, danach nehme ich einen kleinen Flachpinsel, lege Küchentücher zum Abwischen bereit und stelle sauberes Wasser daneben. Und ihr seht, mein Farbsortiment besteht aus unterschiedlich dunklen, mittleren und hellen Tönen. Und durchs Nass-in-Nass-Malen werden all diese Farbtöne auf dem Modell miteinander verblendet. Los geht's mit dem Dunkelgrau, mit dem ich primär die Vertiefung im unteren Bereich des Modells bemale. Also quasi die Luftwirbel, mit denen das Elementarwesen aus dem Boden emporsteigt. Das Dunkelgrau wird später noch mit dem Boden verblendet, erstmal geht's aber nur ums Modell an sich. Und wie ihr seht, geht es beim Farbauftrag überhaupt nicht um Genauigkeit und exaktes Malen. Auf die erhöhten Stellen im unteren Bereich kommt nun das Lila. Hierzu reibe ich den Pinsel kurz ab und nehme dann etwas Farbe auf, um direkt die erhöhten Flächen zu bemalen. Durch dieses Nebeneinandermalen und dem verhältnismäßig breiten Pinsel werden beide Farben direkt miteinander verblendet und die ersten Farbverläufe entstehen. Bevor ihr dann jeweils wieder neues Lila aufnehmt, streicht euren Pinsel kurz trocken, damit möglichst kein Dunkelgrau mehr enthalten ist. So, die Luftwirbel sind einigermaßen fertig, weiter geht's mit der dritten Farbe. In meinem Fall ein kräftiges Rot. Damit bemale ich die angrenzenden Bereiche. Allerdings lasse ich, je weiter ich am Modell nach oben komme, auch hier und da Lücken, um dort gleich die verbleibenden Farben aufzutragen. Das Rot verblende ich natürlich mit den bislang bemalten Flächen, sodass weitere Farbverläufe entstehen. Die bisherigen Lücken bemale ich dann mit der vierten Farbe, dem Orange. Mit dieser Farbe geht es dann auch weiter am Modell empor, wobei ich erhöhte Stellen möglichst auslasse, um dort gleich die 5. und hellste Farbe aufzubringen. Und damit sind wir auch schon beim Gelb. Schritt für Schritt und immer im Wechsel mit dem Rot und Orange bemale ich nun den oberen Teil der Miniatur. Dabei gilt, die erhöhten Stellen und das Gesicht sollen am hellsten werden, also gelb. Die Vertiefungen werden hingegen rot oder orange. Und genau nach diesem Credo werden auch die Arme und die Waffe bemalt. So, bis hierhin sind jetzt erst 10 Minuten reine Bemalzeit vergangen und dafür kann sich der Zwischenstand mehr als sehen lassen, finde ich. Mit einem kleinen Pinsel geht's nun ans Ausmalen der Vertiefung, wo eben keine Farbe hingekommen ist. Nehmt einen Tupfer Rot oder Orange auf und verblendet damit die umliegenden Farben. Die Waffe bemale ich dann mit einem Gold. Der Boden erhält hingegen einen Überzug mit der Contrastfarbe Agaros Dunes. Dabei trage ich am Rand zum Modell hin noch etwas von dem Dunkelgrau auf, um Boden und Modell farblich zu verblenden. Das verstärke ich nach dem Trocknen, indem ich mit einem hellen Sandton über den Boden und den unteren Bereich der Miniatur bürste. Die gesamte Waffe feuchte ich hingegen mit etwas Wasser an, um dann mit ganz wenig Orange und Gelb einen Übergang zum Gold zu schaffen, einen sogenannten Filter. Und durch das Anfeuchten verlaufen die Farben besser und bilden keine Trocknungsränder. Und das war auch schon das Wesentliche zum Thema Nass-in-Nass-Malen.
Natürlich gehört etwas Übung dazu, aber nach 1 bis 2 Modellen habt ihr garantiert den Bogen raus. Fangt mit kleinen Figuren an und benutzt zunächst nur 2 oder 3 Farben. Danach könnt ihr euch dann steigern und euch an größere Minis wagen. Highlights und Kantenakzente könnt ihr abschließend natürlich auch noch ergänzen, da sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß beim Malen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!